Was ich euch hier vorstelle, ist jetzt nicht ein Forschungsprojekt sozusagen so als Präsentation einer Großtat hier mit großem Forschungserfolg, sondern bisher, Betonung auf bisher, ganz aufgegeben haben wir es noch nicht, auch ein Scheitern eines Forschungsprojekts beziehungsweise der Versuch überhaupt erstmal ein Projekt anlaufen zu lassen. Hier erstmal eine Desiree, in welcher Landschaft wir uns befinden. Wir sind im Landnussgebirge. Ich zeige es euch gleich dann auch nochmal auf der Karte. Ich glaube, man kann auf dem Foto kann man das schon ganz gut sehen. Es ist eine wirklich zauberhafte Landschaft. Es gibt eine besondere geologische Formation. Wir werden das dann gleich noch sehen. Und wir haben hier eine Verbindung, die Architektur, Archäologie und Natur bzw. Landschaft bzw. Kultur, Landschaft verbindet. Ich möchte euch aber noch erstmal die Genese dieses, nennen wir es jetzt mal Forschungsprojekts Gedankens erzählen. Und zwar gehen wir da eine ganze Zeit zurück, über 10 Jahre. Da hat das Fachgebiet ein Projekt auch in der Türkei gehabt. Und zwar war das große Theater in Ephesus. Und also das war die eine Sache, also wirklich Bauforschung, archäologische Bauforschung, Theater, Baugeschichte, Baukonstruktion, wirklich die verschiedenen Bauphasen zu eruieren, allerdings auch in dem Zusammenhang eines großen Restaurierungsprojekts des Theaters mit gewaltigen statischen Schwierigkeiten, wobei die Bauforschung, also unser Fachgebiet, gemeinsam zusammengearbeitet hat mit Statikern vor Ort, natürlich dem Österreichischen Archäologischen Institut, bei dem also die Grabung in Ephesus eines der sozusagen der Rolls Royces in den Projekten ist. Und mit den Restauratoren und mit den Architekten, die sich auch mit der Konsolidierung und auch mit der Frage der Nutzung des Theaters auseinandergesetzt haben. Stimmt es, dass dort die Konzerte dann aufgeboten wurden zu der gleichen Zeit? Also siehst du, dass irgendwelche Rockkonzerte die Substanz beschädigt hätten? Genau, also das sind, ich kann jetzt nicht genau das Datum sagen, aber so um 2000 haben die letzten Konzerte dort stattgefunden. Also da waren zum Beispiel die Sultans of the Dance dort. Ja? Und das war eine Veranstaltung, die, ich weiß nicht, 10 Mal oder so stattgefunden hintereinander. Und die haben ungefähr 15.000 Leute in dieses ungesicherte Theater gebracht. Vielleicht kann man das hier auf der Folie auch ganz gut sehen. Also in den Media- und Summa-Karriere, da sind wirklich Bereiche, da waren wirklich die Sitzstufen völlig abgegangen. Das war nur der Untergrund da, also alles so schwieriges, so Schrotterfass, also abgewittert. Und das ist normalerweise alles mit einem Zaun gesichert, das ist alles weggenommen worden. In der Antike gab es da irgendwie 7, 8 Eingänge in das Theater. Im Prinzip ist man nur von unten reingekommen, verschlungene Wege, die auch zum Teil in byzantinischer Zeit verengt wurden. Also eigentlich völlig, was Evakuierungszeiten und so weiter anbelangt, also völliger Wahnsinn. Also wenn da Panik ausgebrochen wäre oder so und die Leute wären da runtergestürzt, ja, das war natürlich das antike Theater, das arbeitet auch mit funktionierenden Evakuierungssystemen, aber das ist natürlich alles sozusagen torpediert und nicht mehr funktioniert, einfach durch den Verfall und die Nachnutzung. Also das ist tatsächlich passiert und da hat sich dann damals auch eine Theaterkommission zusammengefunden. In der Zeit ist dann auch ein neues Memorandum zum Umgang mit antiken Theatern entstanden. Bestimmt, also in diesem ganzen Kontext ist es auch entstanden, also für diese Diskussion, wie man mit dem Theater umgeht. Einerseits die Tagesbesucher, die normalen Touristen, aber eben auch für die Veranstaltungen. Und in diesem Zusammenhang sind wir gebeten worden, vom Österreichischen Archäologischen Institut bzw. von der Akademie der Wissenschaften eine Analyse zu machen
Das hieß damals Stadtbauaufnahme oder City Analysis, um einfach diese Mechanismen zu untersuchen, die einerseits zwischen Ephesos, ja, das wirklich so die Anlaufstelle für den Massentourismus ist, die mit den Kreuzfahrtschiffen in der Nähe anlanden, mit riesigen Bussen dorthin gekarrt werden, 2 Millionen Besucher pro Jahr, am oberen Ausgang sozusagen ausgespuckt aus den Bussen und im unteren Eingang wieder eingesammelt. Für Dauer ca. 40 Minuten. Also wir gehen dann mit dem Führer über die Poetenstraße bis dann runter also das Theater ist sozusagen einer der letzten Haupthöhepunkte und dann verlässt man die Grabung wieder. Und das Problem ist ein bisschen, dass Selçuk, das nur ein paar Kilometer, also 3 Kilometer entfernt ist, das ist sozusagen die Urstadt, die Ursiedlung von Ephesos, wo sich also auch das Artemision befindet, eines der Weltwunder der Antike. Und wegen Versumpfungen und anderen Problemen kam es dann zu einer Umsiedlung. Also das heißt, die Stadt ist wirklich nicht weit entfernt und kann eigentlich mit baulichen Sensationen aufwarten, die für eine andere Stadt würde eines davon reichen, das auch so zum Touristenmagnet zu machen. Hier auf dem Foto sieht man gleich ein paar, also oben die Zitadelle, dann hier die Säule vom Artemision, das ist so ein bisschen außerhalb aufgenommen, die Isabel-Moschee und auch die Johannes-Basilika, also wirklich baugeschichtliche Sahnestückchen. Und trotzdem geht der Tourismus praktisch an Selçuk vorbei, weil wirklich die Touristen nur nach Ephesos gebracht werden, besuchen das und werden dann wieder in die Busse geladen. Also die gehen da auch nicht in Selçuk nicht mal essen, sie übernachten dort nicht. Da gibt es jetzt irgendwie Boutique-Hotels so entlang der Straßen. Es gibt in Selçuk das große Ephesos-Museum, also auch wirklich extrem eine wichtige Einrichtung, und das geht aber alles daran vorbei. Und wir haben so eine Stadtaufnahme durchgenommen, da ging es tatsächlich sich anzuschauen, wie funktioniert die Erschließung, wie kommt man dahin, wie zählt Touristen da, wie sind die Beziehungen, wie funktioniert der Transport zwischen Ephesos und Selçuk, wie sieht es auch mit der Stadt aus, also die Stadtgeschichte ein Thema, aber auch wie ist die weitere Entwicklung, da sind Neubaugebiete geplant, aber auch wirklich das Vorhandene, das Wachsen der Stadt zu analysieren. Das war alles noch so ein wirklich nur Terra Incognita, was hier dann aber auch untersucht wurde. Das nur so als Info, was hier sozusagen auch das Fachgebiet in der Türkei so ein bisschen macht. Also nicht nur die reine archäologische Bauforschung der Antike, sondern auch immer der Gedanke, wie geht man damit um, wie kann man das auch heute einbinden. Also auch wirklich ein Thema der aktuellen Architektur und Architekturgeschichte. So. Aber speziell geht es heute um einen anderen Ort, der ist jetzt nicht allzu weit von Ephesos entfernt. Also hier oben ist gerade gesehen. Also hier Selçuk ist irgendwo hier in der Gegend und hier bisschen südlich von Aydin befindet sich Kapuslo. Ihr seht schon, wir befinden uns hier so ziemlich in der Mitte zwischen Izmir und Bodrum bzw. das antike Halikarnassos. Und wir sind hier eigentlich eingebettet in einen tatsächlich archäologisch interessanten Bereich. Also wir sind hier rot eingekringelt, Alabanda, Mylassa, Latrauna, das große Zeus-Heiligtum im Latmos-Gebirge, aber auch Stratonikea ist in dem Zusammenhang wirklich ganz spannend. So sieht das aus. Alinda ist eine hellenistische
Grünsiedlung. Und das ist jetzt der Blick von oben in die Ebene. Also ihr seht schon, wir haben hier einerseits die moderne Stadt, das ist Kapuslu, das ist eine moderne türkische Kleinstadt. Was man hier sieht, ist die Agora, die natürlich schon sozusagen funktioniert ist, aber trotzdem, wir werden es auch mal von der anderen Seite sehen, eine der best erhaltenen Agora-Bauten überhaupt. Und wir sehen hier auch in den Zwickeln, seht ihr schon gleich, da haben wir jetzt nicht so keine großartig mehrstöckigen Häuser und es sieht schon auch an den Dächern, hier ist irgendwas anderes als bei dieser großen Siedlung, das ist Orta Mahalle. Wir haben also hier in diesem Bereich einerseits auf dem Bergfuß, also da beginnt praktisch das ist so im Bereich des auslaufenden Latmusgebirges, haben wir hier in Gelb markiert die antike, also die archäologisch interessante Stätte Alinda, dann hier in Hellblau die moderne Siedlung Kapuslu und hier so als Zwickel tatsächlich dazwischen drin Orta Mahalle, dieses kleine Dorf, das dann auch sozusagen die Wurzel der modernen Stadtentwicklung darstellt. Jetzt kommen überhaupt in Folge, ihr seht schon Peter Ruggendorfer. Peter Ruggendorfer ist Archäologe an der Akademie der Wissenschaften und er war vorwiegend in das Studienprogramm eingebunden, das ich euch auch gleich noch vorstellen werde. Da sind einige Fotos und Folien von ihm dabei. Soll ich dann auch die Folien bei euch dann hochladen? Mhm. Da würde ich das dann noch dazu schreiben. Also am interessantesten ist, ihr habt schon gesehen, also hier diese archäologische Landschaft, mehrere Orte, Zeus-Heiligtum, Ephesus nicht allzu weit entfernt. Das ist natürlich archäologisch interessant und tatsächlich ist im Verständnis oder in der Wahrnehmung in erster Linie in diesem Dreierkomplex Alinda, Orta Mahalle, Kapuslu, ist Alinda ist da an erster Stelle. Und tatsächlich gibt es auch einige Untersuchungen. Das ist eine Abschlussarbeit des Aufbaustudiengangs Denkmalpflege an der TU Berlin. Da ist dieses Aquädukt, hier seht ihr auch schon mal ein bisschen so in die Landschaft rein. Das ist jetzt allerdings im Hochsommer aufgenommen. Ich war bisher immer nur im Frühling dort. Da ist es wirklich eine Landschaft, bei der die Vegetation praktisch explodiert, also das Gras so wie Salat irgendwie. Und so schaut es aber dann im Hochsommer aus. Und ihr seht auch diese großen Felsen, das ist eben diese Wollsackverwitterung, eine besondere geologische Formation. Also das sind eben diese Felsen sind mit weicheren Gesteinsadern durchzogen, die dann wegwittern. Also dann sieht es so aus, wie als wenn da Fugen entstehen würden. Und es sieht dann so aus, als wenn da so Zyklopen, so wirklich diese Berge wie Mauern aufeinander gesetzt hätten. Also es gibt einerseits diese Arbeit, die sich mit dem Aquädukt auseinandergesetzt hat, eine ganz interessante Sache, die von der Akademie der Wissenschaften, ich weiß jetzt nicht mehr genau, das auch mit dem österreichischen Archäologischen Institut zusammenhing. Und zwar nicht nur ein Survey, sondern eine geophysikalische Untersuchung des Bereichs um die Agora. Geophysikalisch heißt, hier wird der Untergrund untersucht, also der archäologisch interessante Untergrund untersucht, aber ohne ihn zu öffnen, ohne ihn zu verletzen. Das heißt, es wurden hier mit Georadar, Geomagnetik, Geoelektrik, den verschiedensten Möglichkeiten der Boden untersucht, um Strukturen darunter erkennbar zu machen. Also das funktioniert dadurch, dass sich bei diesen Untersuchungen Stein vom umgebenden Erdmaterial unterscheidet
und ja, auf die Art und Weise wird es sichtbar gemacht. Also das heißt, ihr seht hier links ein bisschen die Auswertung auch aus diesen Untersuchungen. Das heißt, man kann hier ganz gut Grundrisse feststellen, ohne überhaupt hier den Boden geöffnet zu haben. Denn hier gibt es einen kleinen Tempel im Bereich der Oberburg, auch an Arbeit. Ihr seht hier das Logo von der TU Berlin, auch das hier als Arbeit als Abschlussarbeit in Angriff genommen und auch, also es ist eine bauforscherische Arbeit und es ist wahrscheinlich ein bisschen gereinigt worden, aber ohne Grabung ist das Ganze untersucht worden. Und weil ich das so betone, ohne dass gegraben wurde, das ist auch eine Besonderheit, weil Alinda ist ein ziemlich großer Bereich. Ich habe das vorhin schon bei diesem Bild mit dem Aquädukt gesehen. Ja, es ist wirklich viel Fläche. Es gehört auch noch ein Theater dazu, nicht nur die Agora, Befestigungsmauer, Wachtürme, Zisternen. Es ist bis in byzantinische Zeit besiedelt geblieben. Es ist ein riesiges Gebiet, bis hin die Nekropolen, in denen sich dann auch Orta Mahalle zum Teil befindet. Und es ist bisher nicht ausgegraben. Also es ist noch unangetastet und man kann sich dort bewegen durch die Ruinen und durch die Landschaft und durch die wirklich überwältigende Architektur, so ähnlich wie Goethe durch die Campagna. Also das ist wirklich einer der ganz wenigen Orte. Es gibt natürlich in der Türkei auch noch Orte, die sind nicht ausgegraben, aber die sind nicht so groß, es ist nicht so viel obertägig vorhanden wie in Alinda. Also das ist wirklich eine Besonderheit. Und es ist auch tatsächlich so, dass in Ankara an den Universitäten die Archäologen praktisch in den Startlöchern sitzen und das eigentlich ausgraben möchten. Aber bisher ist es nicht passiert. Trotzdem weiß man extrem viel, also einerseits durch die berührungsfreien Methoden. Es ist auch vom UAI ein Survey durchgeführt worden, also dass sozusagen alles, was obertägig erkennbar ist, vermessen wurde. Also es gibt ein sehr genaues Planmaterial. Durch die geophysikalischen Methoden wissen wir auch sehr viel über das, was nicht sichtbar ist. Und durch die Kleinfunde, also es gibt auch ohne Grabung jede Menge Lesefunde, die in Alinda gesammelt wurden. Und zum Beispiel durch die Grabungen in La Braunda kann man dann Vergleiche herstellen mit Münzfunden, Keramikfunden, dass wir auch relativ genau wissen, in welchen zeitlichen Bereichen wir uns hier bewegen. Ein weiteres Projekt hat sich dann tatsächlich, also ihr seht hier auch diese Verzahnung zwischen alt, neu und nicht ganz so neu, Orta Mahalle. Orta Mahalle spielt auch eine Rolle, eine spezielle Rolle, was Alinda anbelangt. Also Orta Mahalle, das ist jetzt hier wirklich nur ganz grob bitte, was so dieser Bereich ist. Ihr seht schon, diese kleinen Häuser ziehen sich auch noch weiter, aber ihr seht hier, glaube ich, ist ganz gut deutlich gemacht, wie sich das Ganze zu Alinda, zu dieser Grünsiedlung bewegt. Ja, also wenn man, ihr könnt es hier ganz gut sehen, also das hier, hier seht ihr die archäologische Schutzzone, das ist der Stand von 2010, das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Und Orta Mahalle liegt eben also hier dieser Bereich befindet sich auch in der archäologischen Schutzzone. Da wird auch zwischen Schutzzone 1 und 2 unterschieden. Das ist so ein bisschen differenziert oder manchmal auch diskussionswürdig, wie man mit den Teilen umgehen kann. Aber man sieht, dass Orta Mahalle tatsächlich in diesen Bereich reingebaut wurde, und zwar direkt in den Nekropolbereich, oder zumindest Teile von Orta Mahalle. Aber nicht nur diese örtliche Verschränkung ist da, sondern auch die bauliche. Also die örtliche, sieht man jetzt auch hier, durch Orta Mahalle bezieht sich also auch noch eine hellenistische Straße, die ist jetzt noch erkennbar. Hier unten ist die allerdings leichten Herzens
hier dann mal hier später überbaut worden. Also sprich, es gibt hier sogar auch noch eine Kontinuität in der Wegeführung, aber hier haben wir wirklich noch die alten, wirklich riesigen Steine, die die antike Straße markieren, also hier auch auf dem Bild. Und dann sieht man aber auch, dass Orta Mahalle sich Teile aus der antiken Ruine genommen hat, also hier natürlich an solchen Stellen, hier so an der Ecke, also dieses Relief, das hat natürlich was Mobilitierendes einerseits, aber auch die Bauteile werden einfach genutzt, um das Steinmaterial zu bekommen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass überhaupt auch das Steinmaterial, das wir hier finden, Alina war als Ruine vorhanden, dann hat man sich einfach bedient und auch die Ziegel, also das haben wir immer noch nicht geschafft, ich würde da ja wahnsinnig gerne die Ziegelformate überprüfen, was da alles rauskommt. Mit Sicherheit sind da auch byzantinische, ziemlich geht, das ist nicht auszuschließen, sage ich es mal lieber ein bisschen vorsichtiger, dass sich hier auch wirklich byzantinisches Ziegelmaterial befindet, aus dem dieses Dorf gebaut wurde. Dieses Dorf ist noch gar nicht so alt. Man geht davon aus, dass es in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Das war eine Zeit, in der die türkische Regierung dafür gesorgt hat. Das hatte natürlich mit Steuern zu tun, hatte damit zu tun, einen Überblick zu haben, wie viel die Bevölkerung zu zählen, Bevölkerung auch irgendwie greifbar zu machen. Eine Zeit, in der die Jurek-Nomaden sesshaft gemacht wurden und die sich dann eben auch feste Dörfer, also Dörfer mit festen Häusern bauen mussten. Und klar, sozusagen auf einen Schlag, Baumaterial war vorhanden und das hat man natürlich genutzt. Also hier sieht man das nochmal ein bisschen, hier ist die Agora, ja, und hier, das ist ein Plan aus der Zeit um 1800, ja, in dem hier, was man zur damaligen Zeit gesehen hat, ist hier also ihr seht schon Sarkophage, verschiedene Tombeaux, also Grabhäuser, sind hier markiert und auch die antike Straße sind hier aufgezeichnet. Und in diesem Bereich, also das hier ist dann ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Häuser von Orta Mahalle entstanden. Also wenn man so durch das Dorf geht, da sieht man auch tatsächlich noch antike Gräber einfach so, also solche Kammersorien. Oder es sind dann auch ehemalige Mausoleen, also das ist ein hellenistisches Mausoleum von Le Bar aufgenommen, 1847, das in ein Wohnhaus eingebaut wurde. Es gibt auch einen Hühnerstall, der auch in einem hellenistischen Mausoleum eingebaut wurde. Und wenn man so durchs Dorf geht, da hat man dann auch Säulen und Säulenkapitelle und da schaut dann so ein Kälbchen, schaut dann dazwischen raus. Man hat sich da einfach bedient, zum Teil wirklich einfach konstruktiv das Material genutzt und zum Teil aber auch hier, also wie zum Beispiel mit den Reliefs oder auch bei manchen Lodgen oder die heißen dort Sofa, bei den Säulen, also wenn Stützen gebraucht werden, hat man sich auch mit dem antiken Material ausgeholfen. So, wir haben also einerseits diese Verbindung zwischen der Landschaft, ja, die archäologische Stätte, also man sieht hier nochmal, hier das einfach geguckt, wie das liegt, auch hier die Agora, wie sie über dem ganzen Thron in der Landschaft, die Verzahnung mit Capuzzo. Übrigens die ärmere Bevölkerung benutzt auch den Ort, die archäologische Stätte
einerseits als Weideland, also da gibt es ganz viele Kühe, Schafe, Ziegen, aber auch Schildkröten und anderes Getier, also es ist fast bukolisch manchmal und andererseits auch landwirtschaftlich, also zum Beispiel das Theater ist ein Olivenhain, also in den Sitzstufen sind die Olivenbäume und drumherum auch Obstbäume, also die ärmere Bevölkerung benutzt das in so einer Art Subsistenzwirtschaft auch, um sich zum Leben. So, wir haben einerseits damals diese City Analysis gemacht, haben auch eben diese Verbindung von Kartusloh, das hier ist übrigens ein Blick vom Theater in die Ebene runter auf Kartusloh, haben uns dann verschiedene Bauten auch angeschaut und dann auch mal überlegt, wie man dort mit Infozentrum, Gästehaus und solche Sachen sich eventuell mal damit auseinandersetzen könnte, wie man auch die Verknüpfung von Kartusloh und Alinda verstärken könnte oder überhaupt zu verstehen, was ist da überhaupt da, also so ähnlich wie mit Seldschuh und Ephesos. Aber was sich dann eigentlich herausgestellt hat, ist, dass bei dieser Verzahnung nicht so sehr Kartusloh, sondern vielleicht Kartusloh eher so sekundär über den Zwischenschritt mit Orta Mahalle mit Alinda verknüpft ist. Und zwar ist bei den Untersuchungen herausgekommen, dass Orta Mahalle an sich selbst diese Gründung, dieses Dorf des 19. Jahrhunderts eigentlich ein Objekt der Bauforschung ist oder sein sollte. Also eher im Bereich der Hausforschung, der anatolischen Hausforschung, weil es auch erstmal irgendwie eher so überraschende Angelegenheit ist, dass die Nomaden, die dort ankommen, plötzlich mit den ganz typischen Haus- und Hofformen arbeiten, die in Anatolien typisch sind. Flachdächer, die nach ganz besonderen, sehen wir gleich noch, nach besonderen Bauprinzipien gebaut wurden, dass sie das einfach können. Ja? Also da gibt es dann Einräumhäuser, Stallhäuser, also so diese ganze Enzyklopädie an Haus- und Hofformen dieser Zeit werden da umgesetzt. Es gibt keine Aufzeichnungen, beziehungsweise bisher sind sie noch nicht aufgetaucht, also nicht vor Ort in den Archiven. Orta Mahalle war eben bisher auch zu unbedeutend, als dass sich da ein Historiker damit auseinandergesetzt hätte. Aber es ist schon erstaunlich, man erwartet irgendwie so eine Art Masterplan. Jemand, der geholfen hat, das zu bauen. Jemand, der auch irgendwie mit Hebewerkzeugen, also zum Teil sind die verbauten Steine so groß, dass man die nicht mehr zu zweit tragen kann oder ich mir das zumindest nicht vorstellen kann. Also irgendwie da die Unterstützung, was eigentlich entgegen dieses Verständnisses von Bauen bei Nomaden eigentlich zu erwarten ist. Und das ist hier plötzlich bereits irgendwie durchdacht ausgeführt worden. Also es ist kein Prototyp, sondern da wurde dann schon à la anatolische Haus- und Hofformen gearbeitet. Das hier ist zum Beispiel so ein kleiner Hof und hier sieht man, wie das Ganze verarbeitet wurde. Das ist zum Beispiel auch ein Mauerwerk, was oben bei der Befestigung auftaucht. Und hier das ist einfach als Unterbau, also als Befestigung und als Fundament für ein Haus gebraucht worden, also auch eine große Grabanlage. Wir befinden uns ja hier in diesem Nekropolenbereich. Ja, hier sieht man das auch nochmal hier in dem Bereich, da wo das Schaf drin steht. Hier von unten, das ist der Eingang in Anführungszeichen in die Grabanlage, also man sieht es hier auch am Mauerwerk, was zu dem
gehört zum, ist jetzt kein Grabbau mehr, sondern wir haben hier praktisch einen Bautypenwechsel festzustellen. Das gehört also zu den Kaminen wahrscheinlich des Hauses aus dem 19. Jahrhundert. Das Foto habe ich euch schon mal gezeigt. So, deswegen ist jetzt unser Vorschlag Alinda nicht nur als Teil des antiken Alinda, Orta Mahalle nicht nur als Teil des von Alinda, also einerseits örtlich und andererseits, dass es daraus aus den Steinen, die sie aus Alinda geholt haben, gebaut wurde, sondern dass das Ganze selbst ein Ort ist, der als Urban Archaeological Site doch zu betrachten wäre. Man ist hier so in so einem Bereich zwischen Naturdenkmal, das ist also wirklich die Landschaft, und Denkmale, was Architektur, aber auch was diesen städtebaulichen Ansatz anbelangt. Also wenn wir uns das hier mal angucken als Orta Mahalle, hier in der Analyse haben wir Studenten in der Bauaufnahme, allerdings war das schon 2011, mal in einer Grobinventarisierung versucht zu erfassen, was eigentlich vorhanden ist. Also wir haben, ihr seht schon, sie haben versucht, hier verschiedene Parameter festzustellen, also wo gibt es ein Kamin, in welche Richtung zum Beispiel liegt der Eingang, also das ist auch gehört in diesen Denkbereich hinein, wie ist es genutzt worden, die Eingänge sind immer abgewandt von den Wegen, die Eingänge ins Haus sind immer abgewandt vom Eingang ins Grundstück oder in den Hof, also sind so bestimmte Grundsätze sind dort dokumentiert worden, also auch jetzt aufgenommen, ist es eingeschossig, ist es zweigeschossig, es ist aber auch immer aufgenommen, in welchem Erhaltungszustand. Sind sie noch bewohnt, sind sie verlassen, sind sie schon als Ruine, haben sie ein neues Dach, haben sie ein altes Dach und so weiter. Hier noch ein paar Eindrücke, in welchem Zustand die Häuser sind. Also hier seht ihr auch eines der Hauptprobleme. Hier haben wir noch eines dieser Häuser mit den charakteristischen Flachdächern. Das sind Dächer in einem für uns ganz erstaunlichen, also das sind eigentlich Lehmdächer in einem bestimmten Aufbau, die gepflegt werden müssen, indem sie einmal im Jahr in einer Art Salzlake behandelt werden. Auf allen Dächern sieht man, sogar hier sieht man das auch, sind seht ihr entweder so ein Fragment von einer Säulentrommel oder manchmal so ein runde Blechkanister, der dann einfach mit Beton ausgefüllt wurde, indem man die Dächer so rollend immer verdichten kann. Und mit diesem Art Salzlake, also ich muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Übersetzungsfehler, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man mit Salz arbeitet. Aber tatsächlich ist es so, dass das Salz dazu führt, dass der Lehm auch eine gewisse Feuchtigkeit behält. Ihr kennt sicher diesen Effekt, wenn im Winter Salz gestreut wird, dass es da immer nass bleibt. Ja, dass es gar nicht abtrocknet, sondern dass da, wo das Salz liegt, das immer feucht bleibt. Der Schnee zwar weg ist, aber es immer nass bleibt. Und anscheinend hat das Salz hier auch für diese chemische Besonderheit ausgenutzt, um den Lehm geschmeidig und feucht und flexibel zu behalten. Also sobald es dann wieder regnet, macht es dicht und die Dächer sind dicht. Aber die müssen natürlich trotzdem gepflegt bleiben. Es darf so keinen Substanzverlust geben. Und es gibt kaum noch jemanden, der das kann. Wir haben dann im Nachbarort tatsächlich jemanden gefunden. Aber es ist halt auch relativ teuer, dort wo die Ärmsten von Capus wohnen in Orta Mahalle. Und ihr seht,
was hier passiert. Die Leute decken die Dächer einfach mit großen Plastikfolien ab. Ihr als angehende Architekten wisst, was das bedeutet. Also nach relativ kurzer Zeit, nach ein paar Jahren, sind die Dächer wirklich dann völlig hin. Und anscheinend war auch diese Pflege der Dächer auch in der schon in den vorangegangenen Jahrzehnten irgendwie dann irgendwann zu aufwendig und man hat sich da dann mit Ziegeldächern, das sind meistens in so einer Walmdachform, ist das ausgebaut worden. Ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene Hausformen, die wirklich in der Bautypologie der anatolischen Hausforschung vorkommen. Das sind wirklich die Einfachsthäuser, oft Einraumhäuser, Stallhäuser. Es gibt auch welche mit einem ersten Bouquet. Sehr häufig gehört der Sofa, also eine Art Veranda im Vorfeld dazu. Also es gibt da schon größere Varianten. Aber ihr seht schon, auch das ist jetzt eben nur ein Ausschnitt aus Orta Mahalle, wie viele Häuser 2010, das sind die in lila markierten, bereits als Hausruine oder zumindest verlassen sind und mittlerweile sind es schon einige mehr. So, wir haben hier mit Studierenden vor einiger Zeit und auch immer wieder hier Lehrveranstaltungen durchgeführt, verschiedensten Formen, also meistens war die Bauanalyse. Wir haben aber auch schon einige Bauaufnahmen vor Ort gemacht, allerdings jetzt keine groß angelegten, sondern eher so eine Mischung aus Handaufmaß, jetzt also nicht mit dem ganzen Apparat hier 3D-Laserscanning, aber haben dadurch einige von den noch besser erhaltenen Bauten in Orta Mahalle aufgenommen und bewegt sich, aber um Orta Mahalle festzustellen oder sich damit zu beschäftigen, muss man natürlich vorab sich auch mit Linda und mit dem Umfeld auseinandersetzen. Also was hier gemacht wurde, sind also solche Aspekte, wahrscheinlich, dass man das nicht so schlecht sieht, natürlich erstmal mit den Haustypen, also Building Types, aber auch mit Konstruktion und Material auseinanderzusetzen. Also hier, ihr seht schon, die Dächer, die Dachkonstruktion waren dabei ein ganz spannendes Thema. Also das hat wie so eine Inventarisierung auch stattgefunden und es sind Dächer auch zum Teil im Detail aufgenommen worden. Ihr seht schon, dadurch, dass sie eben auch in so einem versehrten Zustand sind, hat man manche Dächer leider eben fast wie im Schnitt sehen können und hat dadurch also auch den Aufbau der Dächer und überhaupt auch der Wanddachkonstruktion sehen können. Ihr seht schon, die Aufnahmen sind zum Teil wirklich als Skizzen gemacht worden, aber trotzdem so wertvoll, sowas gibt es überhaupt sonst nicht zu dieser vernakulären Architektur, die also bisher völlig als, neben den Highlights von Alinda als völlig unbedeutend galten, sind aber natürlich für was die Tradition und was überhaupt die Hausforschung hier vor Ort anbelangt, extrem wichtig. Was wir uns auch angeschaut haben, ist die Holzverarbeitung. Also wir finden sehr aufwendig verzierte Türen, Fenster, auch Sattelhölzer unterstützen. Auch die Stützen sind auch selber dekoriert. Dann gehört zu den Wohneinrichtungen das Juglück. Das ist ein Einbau, in dem tagsüber die Matratzen, die in der Nacht natürlich zum Schlafen gebraucht werden dort in diesen Schrank einfach reingestarrt. Überhaupt sind die Räume faszinierend multifunktional benutzt. Das gehört zum integriert in das Juglück ist auch immer eigentlich das Banjo. Das
heißt wirklich so im Türkischen. Das Bad, das aber eigentlich nur ein Becken oder eine Schüssel beinhaltet mit einem Krug, also meistens mit einem Abfluss, aber dass man sich dort auch ein bisschen separiert waschen kann in dem Raum, und dann macht man die Tür zu und es sieht eigentlich aus wie eine Schranktür. Und bei der letzten Beschäftigung nach der Mahalle hatten wir auch mit experimenteller Bauforschung gearbeitet, und die Studenten haben versucht, eben auch diese Ornamente mit einfachen Mitteln zu imitieren. Da ist auch dieses Brett mit Ulis Wahlspruch entstanden. Ja, ein weiteres Thema war auch festzustellen, welche Bauelemente gehören zu diesen Häusern. Gibt es typische Räume? Wir haben wirklich einiges festgestellt, was als Stereotyp zu bezeichnen wäre, also wie die Räume erschlossen sind, wie die zugänglich sind. Ganz spannende Dinge rausgekriegt, also auch wie die Verkehrswege, die winzigen kleinen Verkehrswege, aber wie wirklich durchdacht das Ganze funktioniert hat, welche Rolle der Einbau von Allesbrenneröfen für die Häuser bedeutet hat. Aber auf das alles hat es jetzt nicht die Zeit einzugehen. Es ging auch natürlich um die Infrastruktur in Orta Mahalle. Wie werden die Orte benutzt? Was wird bewohnt? Wieso sind gerade die Häuser noch bewohnt, die anderen verlassen? Wie sind die Besitzverhältnisse? Wo findet was statt? Also da oben ist der schönste Spielplatz der Welt, den ich kenne. Da sitzen die Frauen alles auch sehr provisorisch. Die Studenten haben auch jede Menge Interviews geführt, während die Archäologen immer Probleme hatten, überhaupt in die Häuser, dass sie häufig Probleme hatten, in die Häuser zu kommen. Ganz einfach deswegen, weil die Leute immer Angst hatten. Also sie sind in der archäologischen Schutzzone. Sie dürfen eigentlich nichts verändern. Haben also ständig Angst vor Bestrafung, selbst wenn die Säulen oder diese Bauteile, das Relief, das bei ihnen im Haus ist, irgendwie der Urgroßvater da eingebracht hat. Und da ist immer diese Angst davor. Das war bei den Studenten, die natürlich auch da so Sympathieträger waren, ganz anders. Die durften da rein und durften auch fotografieren, und haben wir ganz viel rausbekommen, wie das eigentlich dort vor Ort auch das Leben ist, also wie sie auch mit dem Planen, also auch die Problematik des Ganzen. Ja, wie gesagt, es gab dann die Verbindungen, also dieses Haus zum Beispiel ist in einem mittlerweile grauenhaften Zustand, weil es da ganz einfach eine Wasserleitung offen geblieben ist. Da ist die eine Wand in dem Vorzimmer wahrscheinlich schon weg. Also das heißt, die Aufnahme, die die Studenten gemacht haben, werden das befürchte ich, fast eines der letzten Zeugnisse davon sein. Und auch hier eben nochmal, wie das Ganze auch im Inneren funktioniert. Hier nochmal ein Glück tatsächlich im Gebrauch. Auch die Frau wirklich so mit Stolz dann die schönen Stoffe und so gezeigt hat, wie das Ganze eben eigentlich noch funktionieren könnte. Der Carrion Trail, das ist ein Wanderweg, der eventuell eine Chance auch für Karpuslu bzw. Alinda und Orta Mahalle darstellen könnte. Ich zeige euch das gleich noch. Also es sind zwei Studenten, sind den Karischen Weg, zumindest einen Abschnitt in der letzten Lehrveranstaltung gegangen. Der Karische Weg ist ein Wanderweg, der durch das Latmusgebirge führt, mit verschiedenen Verweilstationen, und es gibt ein doch relativ gut funktionierendes System, dass man dann auch in den Bergen oder in den Dörfern
man also wirklich ganz bescheiden mit den Familien dort übernachten kann. Und was eben ganz spannend ist, was hier bei dem Karischen Weg auch in den Vordergrund gestellt wird. Also einerseits die magische Landschaft, ihr seht es schon, die kulturellen Sensationen, also es gibt dort auch neolithische Wandmalereien in Höhlen, dort irgendwo byzantinische Klöster, natürlich auch noch Befestigungsspuren von den antiken Anlagen, auch an den Dörfern, also wir waren zum Beispiel auch in Herkea am Lachmus, das ist am Bafasee, also auch archäologisch wirklich gespickt mit Bauten und Ruinen, also eine ähnliche Situation, fast wie einerseits ähnlich und andererseits von der Lage her und von Umgang her ganz anders als in Alinda. Es wird auch die lokalen Kulturen, also die Traditionen betont und tatsächlich als Endpunkt oder beziehungsweise als Ausgangspunkt, kommt drauf an, in welche Richtung man geht, ist tatsächlich Alinda und der Rest der Agora gilt auch hier immer noch als der sozusagen der größte Eyecatcher und ist dann, wenn man also diesen Karischen Weg, müsste man googeln, wenn man da reinkommt, dann taucht immer ganz oft auf dieses Bild mit der Agora in Karpuslu bzw. Alinda auf. Und da gibt es jetzt auch mittlerweile einen Wanderführer und wir sind tatsächlich, haben wir dann auch sind einer Wandergruppe begegnet, die kam aus Istanbul und es waren alle so Lehrer und sowas, die da eine Wanderung gemacht haben mit großer Begeisterung. Wir hatten dann auch schon mal ein deutsches Ehepaar, die waren dann allerdings mit einem Führer unterwegs. Also so ganz zögerlich wird das angenommen. Da wird jetzt mal ein bisschen zusammengefasst, was Alinda und Karpuslu eigentlich so ausmacht. Also das Dorf und Alinda selbst nimmt eine Sonderrolle in der klassischen Forschungslandschaft von Archäologie und Bauforschung an. Sie gehören zu den wenigen noch weitgehend unangetasteten Städten. Das habe ich euch ja schon gesagt, obwohl also schon lange, schon seit 1737 ist es als archäologische Stätte belegt. Da gibt es auch die ersten Zeichnungen, also auch Lagepläne und trotzdem ist das Ganze bisher nicht zwar archäologisch untersucht, aber berührungsfrei nur mit Surveys und nicht mit Grabungen. Orta Mahalle, wie gesagt, ab 80er steht 1877, mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das wirklich erst in dieser Zeit und nicht vielleicht schon 3 Jahrzehnte früher entstanden sein könnte. Also Orta Mahalle, der sich mit seinem traditionellen Haus- und Hofform betrachtet, geradezu als gebaute Enzyklopädie der anatolischen Hausforschung und Bautechnikgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts darstellt, war bisher als Forschungsobjekt gänzlich unentdeckt geblieben. Grund für die Erhaltung des kleinen Ortes in einer Form, die ihm die Züge eines Museumsdorfs ohne Museum zu sein bleibt, ist seine Funktion als Wohnort und Auffangbecken der sozial benachteiligten Bevölkerungsschicht Karpuslus. Die Bewohner leben dort, notgedrungen in denkmalwürdigen Bauten, muss man so sagen, und historisch gewachsenen Strukturen in ursprünglich fast archaisch anmutende Weise. Vielleicht ist es euch aufgefallen, da gab es dann ein Bild auch, da gab es eine alte, also so ein Mühlenstein, als jemand mit einer Handmühle oder mit Tieren einfach Getreide mahlen kann. Die liegen da weiß nur eigentlich nicht, ist das jetzt antik, ist das, von wann ist das, ja, oder ist das aus dem 19. Jahrhundert? Tod, Orta Mahalle, der Verfall aufgrund einer eigentlich paradoxen Gefahr. Seine Lage innerhalb der archäologischen Schutzzone Alindas verhindert einerseits die aktive Zerstörung der Häuser, aber durch das damit verbundene Gebot der Unantastbarkeit von Bau und Grund geht gleichzeitig die Unmöglichkeit jeglicher Modernisierung einher. Also das heißt, es gibt zwar Elektrizität, alles was man über die Weg verlegen kann, das geht, aber alles was man, wo man einfach in den Untergrund reingehen müsste, Kanalisierung, das kann nur benutzt werden in der Form, wie es mittlerweile vorhanden ist.
Die Unterschutzstellung oder die Ausweisung der Schutzzone ist 1970 passiert, das ist relativ früh und seitdem dürfen die Leute dort nichts verändern. Also ihr seht, das ist so paradox. Einerseits ist das Orta Mahalle eine der wenigen Dörfer im Lackmusgebirge, die zum Beispiel noch zumindest ansatzweise diese Flachdächer aufweist und eben nur wenige Umbauten. Aber andererseits dürfen die Leute so wenig verändern, dass es so wenig übbar wird mittlerweile. Oder dass also den Komfort, den man sich da jetzt heute vorstellt oder junge Familien vorstellen, das ist alles nicht möglich und deswegen stirbt es aus und Häuser werden nicht repariert, selbst wenn sie noch von alten Leuten bewohnt werden, weil mittlerweile sind die Handwerker, die das machen, würden rar geworden und wenn die rar werden, dann werden sie auch teuer. Kann man das nicht mehr bezahlen und hilft sich eben selbst zum Beispiel mit solchen Planen. Die meisten der dort ansässigen Kleinhäuser sind zudem auf die bescheidenen Subsistenzwirtschaft, erarbeiteten Erträge aus Landwirtschaft und Viehhaltung angewiesen, deren agrarische Grundlage wiederum des größtenteils im kommunalen Besitz stehende Gelände Alindas mit seinen Bergwiesen und den Obst- und Olivenhainen im Steingelände darstellt. Umhin wirkt die archäologische Stätte trotz der mächtigen Monumente in der dramatischen Berglandschaft fast mehr als Natur- denn als Kulturdenkmal. Frage die Zukunft. Und jetzt muss man sich das wirklich mal vorstellen. Ein riesiges, bisher noch wenig touristisch erschlossenes archäologisches Areal, eine atemberaubende Landschaft, ein originales Museumsdorf samt Objekt- und Humanausstattung, sage ich jetzt mal, eine ausbaufähige verkehrsstrategische Lage in unmittelbarer Nähe zu den bereits fließenden Touristenströmen. Also es ist jetzt auch so, dass die Straße zwischen Izmir und Bodrum wird jetzt ausgebaut. Also bis vor wenigen Jahren ist da auch ist sozusagen an Alinda vorbei geflossen, an der Banda. Können wir vielleicht noch erinnern aus diesem Lageplan in archäologischen Städten. Das ist nicht allzu weit entfernt, vielleicht ich glaube 20 Kilometer ungefähr. Ich glaube so 20 Kilometer, aber man fährt so ein bisschen über die kurvenreichen Strecken. Da wird jetzt gerade das Dorf ist also schon abgerissen, dass es dazu gab. Oder da stehen schon die Bagger mit schattigen Abrissbirnen. Also das ist eben eigentlich ein Szenario, das man eventuell auch in Alinda erwarten, beziehungsweise in Orta Mahalle erwarten könnte. Also Landschaft, das Dorf interessiert im Prinzip keinen, das ist eigentlich nur ein Störenfried in der archäologischen Schutzzone. Die Leute, die dort wohnen, das ist wirklich 5 vor 12, dass das erhalten ist, diese wunderbare Landschaft. Profitpotenziale sind förmlich mit Händen zu greifen. Also was noch fehlt, ist, wie gesagt, das ist bisher nicht ausgegraben, das ist kein archäologischer Parcours, es gibt keine Beleuchtung, es gibt nur die Pfade, die Tiere austreten, sonst gibt es dann keine Wege. Also es fehlt nur noch, aus dem unwegsamen Berggelände Alindas einen ordentlichen archäologischen Parcours zu machen, den heutigen Anforderungen von Infotainment, Sicherheit und touristischer Infrastruktur standhält. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben für die archäologische Schutzzone wäre im Normalfall, wie gesagt, wie nahe an Alabanda gerade in Umsetzung, also folgendes Prozedere zu erwarten. Archäologische Untersuchungen mit den damit einhergehenden Freilegungen und Zerstörungen natürlich, weil die Graben der Archäologie nicht wie die Bauforschung berührungsfrei, aber sie zeigen die Archäologen urkündig anders, also zwangsläufig wird durch die Ausgrabungen Substanz, Stratigraphien, Fundzusammenhänge zerstört bei der Freilegung. Und die sukzessiven Folgemaßnahmen, Absiedlung der Bewohner, das funktioniert dann so mit einer allmählichen Räumung, Verfall, Abriss der Wohnbebauung im Orta Mahalle, Bau der benötigten Infrastruktur und schließlich Öffnung der weitläufigen Anlagen für den, und so träumen die Leute in der Beledie Anlage für den Massentourismus. Eindeutiger Gewinner wäre dabei dank des zu erwartenden Investitionsbedarfs naturgemäß die Wirtschaft.
als eigentlicher Anlassspender für die auf so eine Entwicklung zwangsläufig folgenden Umwälzungen im wachsenden sozialen und kulturellen Gefüge, nicht zuletzt auch als, und das ist eigentlich echt für einen Bauforscher beklemmend, also diese Einschätzung bzw. diese Erkenntnis, also der eigentliche Anlassspender von dem Ganzen und auch Nutznießer dieser wirtschaftlichen Investitionsbereitschaft, das ist eigentlich die Wissenschaft, die damit, wenn auch ungewollt, zur Büchse der Pandora geworden ist. Ja? Also Ausgrabungen, dann kommt das Interesse, dann kommen die ersten Besucher, dann wird es dann kommt die Präsentation, dann kommen die Haftungsfragen, dann kommt die Beleuchtung, dann kommen die ausgewiesenen Wege, dann kommt die Einzäunung, dann ist nichts mehr Goethe in der Kampagne, sondern da ist es dann überall. Eindeutiger Verlierer dabei wären Alinda und Orta Mahalle aufgrund der unvermeidlichen Zerstörung der einzigartig funktionierenden Synthese zwischen Ruine, Landschaft und Dorf. So, und jetzt wollte ich euch noch zum Abschluss ganz kurz was zeigen. Und zwar, wir hatten in dem letzten Lehrveranstaltung hatten wir eine Präsentation in Karlsruhe, in der BDI, also in dem Bürgermeisteramt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben da ja schon, also das erste Mal war ich 2008 dort, 2010 oder so, da gab es einen ganz relativ jungen Bürgermeister, der war ganz angetan von den Ideen und von dieser Trias, Archäologie, Landschaft, Hausforschung. Und dann ist alles anders geworden, auch mit dem Druck in der Regierung Erdogan. Und es gibt jetzt einen neuen Bürgermeister, der sehr konservativ ist und für den das alles auch neu ist. Bei dem alten Bürgermeister, der junge Bürgermeister war, hatten wir auch mal eine Präsentation gemacht und es hat uns fast der Schlag getroffen, weil der Gemeindesaal war proppenvoll. Da waren auch die Bauern aus Orta Mahalle mit den Gummistiefeln da und die Anzugträger in den ersten Reihen waren alle da. Und das letzte Mal hat mir auch der Schlag getroffen, weil nur der Bürgermeister da war mit seinem Sohn, der nach einer Viertelstunde dann gelangweilt den Raum verlassen hat. Und also wir hatten da also es war auch irgendwie so, als ob das also privat stattfinden sollte, also auch, dass die Entscheidung, also auch mit dieser Information, dass die einfach kanalisiert nur bei einer Person bleiben sollte. Und die Studenten hatten also wirklich ganz toll ihre Projekte vorgestellt und ich habe dann so, also wirklich nur so als Hinweis nochmal gezeigt, was eigentlich mit diesem Massentourismus da einhergeht. Ich zeige euch das jetzt auch mal, es ist extrem plakativ, ja, und aber nur einfach so zur Info und zum Hintergrund zeigen wir das auch. Also die Frage ist, Tourismus in Alinda, und jetzt muss man auch sagen Alinda und Orta Mahalle, ich würde dann Orta Mahalle mit reinbringen, und natürlich kann man sich dem nicht entziehen. Also wenn man sagt, wir machen das jetzt irgendwie gated und da darf keiner rein und da darf keiner was dran verdienen, das geht natürlich nicht. Aber es gibt eben unterschiedliche Arten des Tourismus und da hat man dann eben auf der einen Seite, ihr habt das Foto schon gesehen, die Trekking-Touristen im Mai 2013, und das ist einfach mal ein Foto auf die Koretenstraße in Ephesus. Also das ist dann so ein Punkt, wenn die Touristen immer hingeführt, einer nach dem anderen zur Ameisenstraße, wo man das beste Foto auf die Celsius-Bibliothek machen kann. Also man hat hier die Frage, Ausgrabungen, braucht man wirklich Ausgrabungen? Also hier, das ist jetzt nochmal das Theater, also meines Erachtens das schönste antike Theater, ich habe mir schon viele antike Theater angeschaut, die dann auch durch monströse, teilweise Bühnengebäude wieder aufgebaut wurde, lange Theater in Ephesus gearbeitet, aber dieses Theater, ja, wo man im Schatten der Bäume sitzen kann und in das Tal oder in die Meer sitzen sieht, wo dann vor dem Gebäude die Ziegen und Schafe liegen. Also das hat schon was.
Was sie sich natürlich, vor allem der Bürgermeister, erträumen, das sind Ausgrabungen so à la Ephesus. Das ist eine Aufnahme von Ephesus, wahrscheinlich aus den 60er Jahren, war das Theater noch gar nicht großartig ausgegraben. Und der Bürgermeister stellt sich auch nicht vor, dass die Ausgrabungen in Ephesus schon seit über 100 Jahren oder seit über 120 Jahren sogar laufen. Das im Grabungshaus immer dann vom Spätfrühling bis in den Herbst hinein auch über 100, ich glaube auch 120, manchmal höchstens 150 Wissenschaftler der verschiedensten Couleur, also Archäologen, Byzantinisten, Numismatiker, Epigraphiker, Historiker dort arbeiten, also verschiedenster Nationalität auch. Und das dauert nicht die Amtszeit eines Bürgermeisters, sondern das dauert viele Jahrzehnte, um ansatzweise sowas freizulegen, wie das in Ephesus war. Und dann muss man auch sagen, die Ausgrabung ist eine Sache. Das andere ist natürlich die Konservierung und auch die Vermittlung, die spätestens durch die Charta von Venedig 1964 eigentlich Verpflichtung ist. Und sobald etwas ausgegraben ist, ist die Erhaltung und die ständige Restaurierung und Konservierung eine Verpflichtung, aber eigentlich undurchführbar. Also wir haben uns auch Alabama angeschaut, im Theater, sobald es ausgegraben ist, sobald es nicht mehr unter der Erde ist, freigelegt ist, da funktioniert keine Mauerkronenkonservierung, das ist wirklich erhalten bleibt, da ist es eigentlich im Verfall über kurz oder lang preisgegeben. Und dann gibt es natürlich auch Infrastruktur, der Unterschied zwischen Hauptsaison und Nicht-Hauptsaison. Das sind dann eben die riesigen Parkplatzflächen, also versiegelte Flächen, die dann oft leer oder fast leer sind, aber als Blickverschmutzung in der Landschaft natürlich vorhanden sind. Dann ist es natürlich auch immer so also hier Ephesus seht ihr, Eintritt 11 Euro pro Person, das war 2012 mittlerweile auch teurer. Das Haus der Marina 6 Euro und so weiter. Dann hier die Hanghäuser 6 Euro, das kostet auch mittlerweile teurer. Also dieser Ticketverkauf, da fließt schon Geld, bloß der Ticketverkauf würde weder Alinda noch Karlsruhe noch Orta Mahalle zur Verfügung stehen, sondern das geht nach Ankara und wird dann anders verteilt. Und auch was sozusagen dann, dabei abfällt, sozusagen was dann durch Essen gehen, durch Übernachtung und sowas kommt, auch das kommt, und das hat die Analyse in Selçuk gezeigt, das würde nicht in Karlsruhe bleiben, sondern die fahren einfach weiter, weil das einfach ein Zwischenstandort ist. Dort wird, selbst wenn ein Hotel gebaut wird, wird dann nur ein kleiner Teil der Leute übernachten. Dort würden vielleicht Touristen übernachten, die kommen aber nicht mehr, wenn Alinda so aussieht, also so touristisch aufgemacht wie Ephesus. Oder man fährt dann mit dem Bus hin und wandert sich. Also hier an solchen Sachen, da verdienen einfach die Reiseagenturen, die Boutique-Hotels, dort isst man dann auch. Also das sind sicher nicht die kleinen Kaffeehäuser oder kleinen Kebabhäuschen im Ort. Und auch der Souvenirverkauf, da werden dann, wenn es um Massentourismus geht, dann ist es nicht der Honig vor Ort oder Wollkleidung oder die Frauen kriegen so tolle Sachen. Das kann man dann nicht mehr verkaufen, sondern das sind die Sachen, die man made in Taiwan oder mein Liebling Genuine Fake Watches, wie man sie auch also die Fotos, die sind aus Ephesus und auch, wo das alles herkommt. Das habe ich jetzt schon erwähnt, also man muss dann natürlich auch die entsprechende Zugänglichkeit, Möglichkeiten ermöglichen, also Straßenbau, man braucht die Parkplätze, sowas in der Art. Und dann
natürlich sowas wie jetzt, dass da die Schafe weiden, ist dann auch nicht mehr möglich. Und die Frage, was Ausgrabung anbelangt, das habe ich euch eigentlich auch schon gesagt. Also bisher ist wirklich ausschließlich berührungsfrei gearbeitet worden mit Vergleichsbauten. Und die Frage, und da würde ich dann gerne in die Diskussion übergehen, gibt es überhaupt Wege aus dem Dilemma? Also die eingefrorene Idylle mit Romantikfaktor ist sicher keiner. Ja, also das ist eigentlich vielleicht so unsere Überheblichkeit zu sagen, die Leute, das ist so schön, aber die müssen da weiter so leben. Ja, das wollen die nicht. Also es gibt alte Leute, für die ist das einfach Heimat und die können sich nicht anders vorstellen, aber es gibt junge Familien, die einfach aus Not dort wohnen und die träumen natürlich von einer Neubauwohnung mit einem richtigen Sanitärräumen und nicht irgendwie so einer Klo mit Senkkugel, wer überhaupt. Und die Räume sind so klein, dass sie so funktionieren, wie man das mit den Big Books gesehen hat, dass man da auf den Matratzen sitzt. Dann sind es wirklich Raumwunder, also auch die Fenster sind so weit runtergezogen, dass man, wenn man auf dem Boden sitzt, den Arm aufs Fensterbrett legt und rausschauen kann. Und sobald man sitzt, hat man ein Raumwunder vor sich. Dann ist der Raum groß. Wenn dort ein Kunstledersofa drin liegt, hatten wir jetzt mal so, aber wir haben auch gesehen, also wenn dort so eine Sitzecke drin sitzt, so wie es bei uns oder wie es bei Ikea zu kaufen gibt am Tisch, dann ist der Raum voll und winzig. Also das sind alles Dinge, die sind extrem schwierig. Und ich muss auch sagen, dass ich alle Orte, die solche Museumsdörfer geworden sind, wir haben uns auch auf der Exkursion einziges angeschaut, also ein Museumsdorf, wo die Leute dann so wie die Büroangestellten morgens den Anzug anziehen, ziehen dann ihr Traditionskostüm an oder ihre Tracht oder sowas oder ihre Blümchendings da und machen dann Schautöpfern oder Schauschnitzen oder Schauhäkeln. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Oder dass es wirklich so eine Frozen Architecture wird, bei der einfach kein Leben drin ist, ist auch nicht die Lösung. Ich habe noch keine Lösung gefunden. Deswegen auch wünsche ich mir nachher, jetzt gleich eine schöne Diskussion. Also, Weg aus dem Dilemma, eingefrorene Idylle mit Romantikfaktor, wohl kein Weg aus dem Dilemma. Weder kann in einer strukturschwachen Region wie Karlsruhe der Bedarf, die Wirtschaft mit Aufträgen zu versorgen, noch das ethisch gebotene Erfordernis einer Verbesserung der Wohnqualität der Dorfbewohner, noch die Erwartung an die Wissenschaft, neue Forschungsfelder zu eröffnen, ignoriert werden. Aber offensichtlich kann nur ein grundsätzliches Umdenken im Umgang mit archäologischen Städtelösungsansätze liefern. Wenn ich mir nur die Vermarktung der antiken Ruinen, also ihr seht schon, damit hat wir einen Feind, ja. Und kennst du den Feind der Tagsstruktur? Also auf der einen Seite ist die böse Wirtschaft, die das hier alles vermarkten möchte, Travel Agencies, Boutique Hotels, also, ja, die das ganze Kohle dann abziehen, sondern der Schutz der gewachsenen Kulturlandschaft in ihrer Gesamtheit, zum Beispiel als historischer Nationalpark, und das im Fokus stünde, könnte die Region in wirtschaftlicher und nicht zuletzt auch in wissenschaftlicher Hinsicht tun. Also einfach ein Umdenken. Ja? Man muss der Wirtschaft Möglichkeiten geben, man muss den Leuten vor Ort neue Türen öffnen. Ja? Kann ich sagen, das darf man alles nicht, sondern es muss irgendwie anders funktionieren. Also so wären die Investitionen in touristische Infrastruktur für Versorgung und Information weiterhin notwendig und die könnten aber außerhalb des angesiedelt werden und so Campusvögel direkt zugutekommen. Und auch im Bereich Forschung stünden neue Wege an. Einerseits die Weiterentwicklung zerstörungsfreier Arbeitsmethoden, wie sie in der Linie bereits seit Jahren erfolgreich mit großem Erkenntnisaufwand Anwendung finden und andererseits die Forcierung der musealen Möglichkeiten der Forschungsergebnisse digital und virtuell und Realität nutzbar zu machen. Also auch, dass man sagt, jetzt nicht mehr also muss jetzt nicht ausgegraben werden, um das erfahrbar zu machen, sondern
wie das zum Beispiel, also auch in abgespeckter Form gibt sowas schon in Carnuntum und in Pergamon hat man da jetzt angefangen, mit Augmented Reality zu arbeiten. Also ich möchte Archäologen nicht arbeitslos machen, sondern eher zur Diskussion stellen, wäre nicht die Möglichkeit, mit dem Vorhandenen einfach weiter umzugehen. Also wirklich die Keramik, die Münzen weiter aufzuarbeiten und die Ergebnisse, die man hat, also nicht durch Ausgrabung und durch Schilder, sondern in so einer Art, dass man mit Tablets oder mit Smartphones durch die Landschaft geht und sich das so vorstellen kann, einfach die Ergebnisse, die man hat, so sichtbar zu machen.